In Deutschland gibt es 6 Steuerklassen. In diesem Video erfährst du, was eine Steuerklasse eigentlich ist, wofür du sie brauchst, wie du sie findest, wenn du die suchst und was diese Klassen an sich eigentlich bedeuten. Und damit kommen wir zu der ersten Frage: Was ist denn das eigentlich? Also was ist eigentlich eine Steuerklasse? Eine Steuerklasse hat per se gar nichts mit deiner Steuerlast zu tun, sondern eine Steuerklasse ist eine Art Schablone, eine Art Vorkalkulation und Schätzung für Angestellte für die Abführung der monatlichen Lohnsteuer. Weil bei Angestellten führt ja der Arbeitgeber einmal im Monat die Lohnsteuer für den Angestellten ab. Das heißt, das ist das Geld, was gar nicht auf dem Konto des Angestellten landet. Die echte Berechnung der Steuerlast findet dann immer erst in der Steuererklärung statt. Allerdings muss man ja unterjährig irgendetwas berechnen, um herauszufinden, wie viel vom Gehalt soll denn eigentlich einbehalten werden, um ans Finanzamt abzuführen. Und natürlich kann man jetzt monatlich nicht die Arztrechnungen, die Versicherungsleistung, die Kinderbetreuungskosten und so weiter irgendwie auf Monatsbasis berechnen. Und deswegen gibt es 6 unterschiedliche Töpfe, in denen die typischen Ausgaben, die man steuerlich ansetzen kann, schon geschätzt werden. Und diese Schätzungen bzw. diese Töpfe, das sind die sogenannten Steuerklassen. Das heißt, die haben per se erstmal nichts mit deiner tatsächlichen Steuerlast zu tun und verändern auch nicht deine tatsächliche Steuerbelastung. Weil immer, wenn du eine Steuererklärung abgibst, wird die Steuer tatsächlich nachgerechnet. Dann wird tatsächlich unter einem Jahr ein Strich gemacht und du bekommst deine exakte Steuerlast. Als Angestellter musst du aber gar keine Steuererklärung abgeben. Das heißt, du kannst mit deinen pauschalen Töpfen, zumindest in den allermeisten Fällen, auch einverstanden sein. Es gibt ein paar Sonderkonstellationen, zum Beispiel, wenn du verheiratet bist und Steuerklasse 3 und 5 hast, dann musst du auch eine Steuererklärung abgeben. Das heißt, bei denen kann diese Pauschalierung, diese Schätzung, diese Steuerklassen tatsächlich am Ende auch ausreichend sein. Das Ganze gilt aber nicht für Selbstständige, weil Selbstständige haben keinen Arbeitgeber, der ihnen irgendwie die Steuer abführt. Selbstständige machen selbst ihre Buchhaltung und immer wenn sie eine Steuererklärung abgeben, bekommen sie anschließend einen Steuerbescheid. In diesem Bescheid steht dann, wie viel Steuern sie insgesamt bezahlen müssen und da drin steht auch, wie viel sie für die Einkommensteuer vorauszahlen müssen. Und dann zahlen Selbstständige einmal im Quartal diese Vorauszahlungen fest, die im Steuerbescheid standen. Das bedeutet, Selbstständige haben gar keine Steuerklasse und brauchen auch gar keine Steuerklasse, weil es niemanden gibt, der für sie pauschal die Steuern berechnet. Selbstständige müssen immer eine Steuererklärung abgeben und haben deswegen auch immer einmal im Jahr die 100% genaue Abrechnung über ihre Steuer. Aber kommen wir zurück zu den Angestellten. Bei Angestellten gibt es 6 unterschiedliche Töpfe und in diesen Töpfen sind unterschiedliche Familiensituationen berücksichtigt. Also allen voran der Familienstand, also bist du alleinstehend oder bist du verheiratet. Dann ist berücksichtigt, ob du Kinder hast oder keine Kinder hast und auch die Beschäftigungssituation von dir ist berücksichtigt. Und ich würde einfach vorschlagen, wir gehen jetzt einfach einmal Schritt für Schritt durch die möglichen Steuerklassen, die du in Deutschland haben kannst, durch und ich sage dir jeweils kurz, welche wann auf dich zutrifft. Und wir fangen an mit Steuerklasse 1. In Steuerklasse 1 sind alle ledigen, unverheirateten, geschiedenen oder verwitweten Angestellten, die, ganz, ganz wichtig, kinderlos sind. Das heißt, wenn du alleinstehend bist, keine Kinder hast, bist du normalerweise in Steuerklasse 1. Die Steuerklasse 2 ist eigentlich identisch, nur du bist alleinstehend und hast ein Kind. Das heißt, für alle Alleinerziehenden mit Kind, die sind standardmäßig in Steuerklasse 2. Wichtig dabei, das Kind muss minderjährig sein und du musst einen Anspruch auf Kindergeld haben. Wenn du den nicht hast, dann gilt eher Steuerklasse 1 für dich. Der Unterschied inhaltlich ist, dass in Steuerklasse 1 der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende schon berücksichtigt ist. Das heißt, den Entlastungsbetrag, der wird dann schon monatlich jeweils in der Gehaltsabrechnung berücksichtigt. Und damit kommen wir zu den Steuerklassen 3, 4 und 5. Diese Steuerklassen gelten für Verheiratete. Verheiratete können ja eine gemeinsame Steuererklärung abgeben. Das ist die sogenannte Zusammenveranlagung und das ergibt immer dann Sinn, wenn die Einkommen in einer Ehe unterschiedlich hoch sind. Das heißt, wenn ihr in einer Ehe komplett identisch verdient, dann ergibt das ehrlicherweise auch gar keinen Sinn, beziehungsweise macht gar keinen Unterschied. Dann könnt ihr zusammen eine Steuererklärung abgeben, müsst es aber nicht. Und wichtig auch hier, ihr müsst euch jeweils einigen, welche Steuerklassen ihr jeweils nehmt. Das heißt, ihr müsst das immer einvernehmlich machen. Diese klassische Aufteilung in einer Ehe ist die Kombination von Steuerklasse 3 und 5.
Das heißt, dann hat ein Ehepartner die Steuerklasse 3 und der andere hat die Steuerklasse 5. Und von der Grundlogik ist es hier erstmal wichtig zu verstehen, was ist eigentlich in einer Steuerklasse berücksichtigt. Und zwar hat ja jeder Steuerpflichtige in Deutschland einen Grundfreibetrag. Das heißt, du darfst ungefähr 12.000 Euro pro Jahr verdienen, bevor du überhaupt Einkommensteuer zahlst. Und wenn ihr zusammen veranlagt seid, dann gebt ihr zusammen eine Steuererklärung ab. Das heißt, ihr habt zusammen den doppelten Grundfreibetrag. Das heißt, ihr habt insgesamt in eurer Ehe zweimal 12.000 Euro, also 24.000 Euro steuerfrei. Und in der Kombination Steuerklasse 3 und 5 bekommt der eine tatsächlich den vollständigen gemeinsamen Grundfreibetrag zugeschrieben und der andere gar nicht. Das Ganze führt natürlich dazu, dass der Ehepartner, der den doppelten Grundfreibetrag in seiner Steuerklasse berücksichtigt hat, also Steuerklasse 3, erheblich weniger Steuern bezahlt als der Ehepartner, der gar keinen Grundfreibetrag hat. Und deswegen ergibt diese Kombination aus 3 und 5, also 3 doppelter Grundfreibetrag und 5 gar kein Grundfreibetrag, das ergibt immer dann Sinn, wenn es einen Ehepartner gibt, der signifikant mehr verdient. Zum Beispiel, weil er oder sie der oder die Alleinverdiener in der Familie ist. Dann ergibt es natürlich auch Sinn, dass eine Person tatsächlich den doppelten Grundfreibetrag hat und dann würde man den Besserverdiener oder die Besserverdienerin in Steuerklasse 3 packen und den anderen Partner mit dem niedrigeren Einkommen oder unter Umständen gar keinem Einkommen in die Steuerklasse 5. Dann zahlt der Ehepartner in Steuerklasse 3 weniger Steuern und der in Steuerklasse 5, obwohl das Gehalt niedriger ist, aber auch prozentual mehr Steuern. Wenn man diese Aufteilung aber nicht haben möchte, erstens, weil man es nicht möchte oder aber weil die Gehälter, also die Einkommen ungefähr gleich hoch sind, kann man sich in einer Ehe auch darauf einigen, dass einfach beide Ehepartner Steuerklasse 4 bekommen. Und Steuerklasse 4 ist dann ehrlicherweise sehr ähnlich zu Steuerklasse 1. Das heißt, da bekommt einfach jeder 50% von dem gemeinsamen Grundfreibetrag, was im Ergebnis natürlich dann genau das gleiche ist wie jeder bekommt seinen eigenen Grundfreibetrag. Das heißt, Steuerklasse 4 und 1 ist nahezu identisch. Der einzige Unterschied ist, dass die Steuerklasse 4 halt für Verheiratete ist, die beide exakt gleich besteuert werden wollen in ihren Steuerklassen und die Steuerklasse 1 halt für Unverheiratete sind. In diesem Kontext, also Steuerklassen für Verheiratete, gibt es übrigens in den letzten Monaten und Jahren immer wieder eine Diskussion, die sehr häufig emotional und in den meisten Fällen auch wahnsinnig unsachlich geführt wird. Zum Beispiel kann man immer mal wieder Headline sehen, dass das Ehegattensplitting abgeschafft werden soll oder die steuerlichen Vorteile, die aus einer Ehe resultieren, die sollen abgeschafft werden. Das wird aber überhaupt nie ganz konkret irgendwie diskutiert. Was aber regelmäßig diskutiert wird und immer mal wieder auf der politischen Agenda steht, ist die Abschaffung der Kombination der Steuerklassen 3 und 5. Weil 3 und 5 sorgt dafür, dass der oder die Besserverdiener weniger Steuern zahlen und die Person, die sowieso schon weniger verdient, weil sie zum Beispiel zu Hause auf die Kinder aufpasst, dann ja noch weniger motiviert ist, weil von dem wenigen Einkommen dann die prozentualen Abzüge auch nochmal höher sind. Das heißt, die Kombination aus 3 und 5 sorgt eher dazu, dass Familien und Ehen dazu incentiviert sind, möglichst große Einkommenunterschiede zu haben, damit der steuerliche Effekt groß ist. Und das möchte man gesetzlich, politisch, diskutiert es zumindest immer mal wieder, vielleicht abschaffen. Allerdings gibt es heute schon eine modernere, bessere Art und Weise, wie man sich in einer Ehe organisieren kann. Und zwar die Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren. Bei der Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren hat man dann die Steuerklasse 4, aber einen Faktor. Und dieser Faktor berechnet letztendlich den Anteil des gemeinsamen Grundfreibetrags. Also wenn du in deiner Ehe beispielsweise ein Einkommensverhältnis hast, dass die eine Person 70% des Familieneinkommens verdient und die andere Person 30%, dann ist es natürlich irgendwie unfair, dass die Person mit 70% Einkommen 100% des Grundfreibetrags bekommt und die mit 30% des Einkommens gar nichts. Es wäre doch schöner, wenn die Person mit 70% des Familieneinkommens 70% des Grundfreibetrags bekommt und die andere Person, die 30% des Familieneinkommens trägt, 30% des gemeinsamen Grundfreibetrags bekommt. Wäre ja theoretisch logisch. Und genau das macht die Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren. Also dieser Faktor bestimmt genau diese Aufteilung, wie viel prozentual jeder Ehepartner zum Familieneinkommen beiträgt und bekommt dann diesen anteiligen Grundfreibetrag in seiner Steuerklasse 4 mit Faktor berücksichtigt. Ist deswegen persönlich meiner Meinung nach auch das deutlich fairere Angebot. Und wenn man Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren hat und dann hat man tatsächlich einen Hauptverdiener oder einen ausschließlichen Verdiener oder Verdienerin und der andere Ehepartner verdient gar nichts,
dann landet man rein mathematisch automatisch in einer Aufteilung wie 3 und 5. Das ist meiner persönlichen Meinung nach ehrlicherweise auch die fairste Aufteilung. Deswegen habe ich tatsächlich auch mit meiner Frau Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren. Das ist einfach die fairste Aufteilung, und wenn sich das in Zukunft mal ändert, dann kann man diesen Faktor ändern. Dann hat jeder den Steuerfreibetrag, dem einem zusteht, und Arbeit fühlt sich nicht so unglaublich ätzend an, wenn man der Niedrigverdiener ist. Und ich hatte in meinem Leben sowohl schon Steuerklasse 3 als auch Steuerklasse 5 und kenne beide Situationen ganz gut. Deswegen hier an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis: Schaut euch mal Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren an. Und dann gibt es auch noch eine weitere Steuerklasse, und zwar die Steuerklasse 6. Die Steuerklasse 6 hat nichts mit deiner Familiensituation zu tun, sondern die Steuerklasse 6 ist für zweite sozialversicherungspflichtige Jobs. Da ist dein Familienstand vollkommen egal, aber wie wir gelernt haben, ist in erster Linie der Grundfreibetrag irgendwie Thema in diesen Steuerklassen. Aber was ist denn, wenn du einen zweiten Job hast? Dann ist dein Grundfreibetrag schon im Rahmen deines ersten Jobs aufgebraucht. Beispielsweise, weil du in deinem ersten Job Steuerklasse 4 hast, dann ist da ja schon der gesamte Grundfreibetrag berücksichtigt, den du verbrauchen kannst. Wenn du dann einen zweiten Job hast, in dem du lohnsteuerpflichtig und sozialversicherungspflichtig angestellt bist, dann gibt es da ja nichts mehr, was zu verteilen ist. Und deswegen gibt es die Steuerklasse 6, und die Steuerklasse 6 ist deswegen finanziell auch die unattraktivste, die es überhaupt nur gibt. Da sind nämlich sämtliche Freibeträge schon aufgebraucht, und da ist deswegen die Steuerbelastung am höchsten. Wenn du tatsächlich einen zweiten Job hast, der im Rahmen von Steuerklasse 6 abgerechnet wird, kann ich dir auch nur dringend ans Herz legen: mach einmal im Jahr eine Steuererklärung. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann eine Erstattung bekommst, ist extrem hoch. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle bei der Steuerklasse 6: Minijobs zählen hier nicht rein. Minijobs sind nämlich meist pauschal versteuert, und Steuerklasse 6 ist wirklich nur für die Angestelltenverhältnisse, in denen wirklich ein voller Lohnsteuerabzug notwendig ist. Und dann gibt es neben diesen 6 sehr bekannten Steuerklassen noch eine weitere Steuerklasse, und zwar die Steuerklasse 0. Die wird für die meisten von euch irrelevant sein. Ich möchte sie hier in diesem Video aber einmal der Vollständigkeit erwähnen. Diese Steuerklasse 0 ist relevant für Personen, die in Deutschland arbeiten, aber im Ausland wohnen, zum Beispiel in Frankreich oder der Schweiz. Dann können die Steuern nämlich im Wohnsitzstaat zu zahlen sein. Das heißt, dann kann es sein, dass im Wohnsitzstaat, also Frankreich oder der Schweiz, die Steuerpflicht bestehen. Und dann führt der Arbeitgeber in Deutschland natürlich keine deutsche Lohnsteuer ab, und dann zahlt der Arbeitgeber das Gehalt ohne Lohnsteuerabzüge aus. Die Beantragung dieser Steuerklasse ist aber ein bisschen aufwendiger, weil dafür musst du nachweisen, dass du das Einkommen dann in dem anderen Land versteuerst und dass du da auch steuerpflichtig bist und so weiter. Das heißt, falls du eine solche Situation hast, dass du im Ausland wohnst, in Deutschland aber Arbeitnehmer bist und da ein Gehalt beziehst, dann solltest du einmal mit deinem Steuerberater sprechen oder mit dem Steuerberater von deinem Arbeitgeber, damit du diese Steuerklasse 0 beantragen kannst. Aber die gibt es zumindest. Das heißt, wenn das auf dich zutrifft, ist das wichtig, dass du das schon mal gehört hast. Und damit kommen wir zu der Frage: Wie findest du eigentlich deine Steuerklasse heraus? Also grundsätzlich solltest du nach diesem Video jetzt wissen, in welcher Steuerklasse du sein solltest, aber wie findest du heraus, in welcher Steuerklasse du denn aktuell bist und in welcher du abgerechnet wirst? Tatsächlich steht das Ganze irgendwo als Nummer auf deiner Gehaltsabrechnung, und wenn du keine aktuelle Gehaltsabrechnung hast, dann hast du aber mit Sicherheit den Ausdruck der elektronischen Lohnsteuer-Jahresbescheinigung. Also diesen einen Bogen, wo auf der rechten Seite eine Tabelle ist, die du einmal im Jahr bekommst. Da steht genau drauf, wie viel du in dem Jahr verdient hast, welche Abzüge du hattest und so weiter. Da steht auch deine aktuelle Steuerklasse drauf, und da kannst du dann nachschauen. Übrigens kannst du diese Steuerklasse auch jederzeit selbst ändern. Also du kannst das natürlich über deinen Arbeitgeber machen, indem du jetzt mitteilst: Hier, hallo, ich habe geheiratet, ich bin nicht mehr Steuerklasse 1, sondern Steuerklasse 4. Gar kein Problem, kannst du in den meisten Fällen über deinen Arbeitgeber machen. Du kannst das Ganze aber tatsächlich auch selber machen, und zwar über Elster Online. Ich habe dafür schon mal ein Klick-für-Klick-Tutorial aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Schau da gerne einmal vorbei, wenn du jetzt gerade deine Steuerklasse ändern musst, wenn du geheiratet hast, ein Kind bekommen hast oder dich wieder scheiden lässt, was auch immer. Wenn du irgendwas machst, was deine Steuerklasse ändert oder ändern sollte, dann kannst du das Ganze auch selbst über Elster Online machen. Das ist nämlich ganz spannend, weil das dann eine Information ist, die beim Finanzamt gespeichert ist, und wenn dein Arbeitgeber für dich eine Gehaltsabrechnung macht, dann ruft er diese Informationen ab. Das heißt, diese Informationen, diese Lohnsteuermerkmale ruft dein Arbeitgeber oder der Steuerberater von deinem Arbeitgeber jedes Mal ab, wenn Gehaltsabrechnungen erstellt werden. Das heißt, wenn dir das irgendwie unangenehm ist, deinem Arbeitgeber jetzt zu sagen:
dass du dich gerade geschieden hast, oder wenn du das gerne umgehen möchtest, dann kannst du einfach selbst den Antrag bei Elster Online stellen und stellst trotzdem sicher, dass die neue Steuerklasse in Zukunft in deiner Gehaltsabrechnung berücksichtigt wird. Und wenn du dazu noch Fragen hast, also generell zum Thema Steuerklassen, zum Thema Steuererklärung abgeben, Steuerlast und so weiter, dann lass mich das doch in dem Kommentarbereich wissen und ich versuche dir dann gerne weiterzuhelfen. Und wenn du einen Steuerberater brauchst oder sonst Unterstützung brauchst bei Steuern, Buchhaltung, Finanzen und so weiter, dann klick mal unten in der Videobeschreibung. Da habe ich einige meiner Empfehlungen verlinkt. Ich packe sie dir gerne auch nochmal hier rein, oder du schaust einfach direkt eins der weiteren Videos hier auf diesem Kanal, zum Beispiel das hier oder das hier.